Das war halt so eine Zeit, wo man der Meinung war, man könnte alles erreichen, man könnte alles verändern. Und in dieser Zeit überschlugen sich die Ereignisse. Ich erinnere mich, dass ich zu einer Pressekonferenz geschickt wurde mit Stefan Heim und Christa Wolf. Ging ich hin, weil es eine literarische war. Und dann kam ich hin und dann war das der Aufruf für unser Land. Ne? Also da habe ich dann einen Leitartikel geschrieben zu dem Thema und massenhaft Briefe bekommen. Ne? Also es hat sich damals schon, also das Spektrum der Tätigkeit schon erweitert, auch schon. Ja. Und es gab dann auch bei mir, wenn es dann nun schon so war, dass es ein vereintes Deutschland ist, gab es bei mir auch die Illusion, dass wir und ich, dass wir irgendwie in diesem großen Chor oder von Solisten des Medien- und Kulturbetriebs mitsingen würden, dass man uns sogar hinzubitten würde. Und das war sozusagen offenbar eine Art Ausrutscher. Der Österreicher, sie haben im Oktober 1990 einen Publizistik-Wettbewerb in Klagenfurt veranstaltet nach dem Schema des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbes. Und da war ich Jurorin. Und da habe ich mich darauf vorbereitet, dass meine Kollegen da, die Feuilleton-Chefs der Süddeutschen, der FAZ, der Zeit, dass sie mich mit Fragen bombardieren würden. Aber das war nicht der Fall. Kein Mensch wollte was wissen von mir. Und die fuhren alleine zum Restaurant. Und ich stand da wie sozusagen wie sagt man das in der Schule, ja? Der Außenseiter in der Schule. Und da kam der nette, alte, kluge Mann, Rudolf Walter Leonhardt von der Zeit. Und wir haben uns dann gut unterhalten, wir sind zusammen ins Restaurant gegangen. Und er sagte dann plötzlich, das wäre doch jetzt eine gute Idee zum Thema Wiedervereinigung. Sie kommen mal für einen Monat in die Zeit und gucken sich das an, wie es dort zugeht. Und Iris Radisch kommt mal für einen Monat ins ND. Da habe ich gesagt, ja, würde ich machen. Dann kam die Leipziger Buchmesse und ich traf Iris Radisch und die sagte, vielleicht sollten wir mal eine Tasse Kaffee trinken. Und dann haben wir das gemacht und dann sagt sie, also, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich ins ND komme und Sie in die Zeit. Sie haben doch eine ganz andere Ausbildung. Sie haben doch nicht mal den Ernst Bloch im Studium gelesen. Hatte ich aber. Muss schon zugeben, dass einiges bei unserem Studium anders war als dort. Und da habe ich gedacht, okay, das ist halt, damit musste ich abfinden. Diese Illusion darfst du dir nicht machen. Ich hatte mir den Medienbetrieb wie so eine Art großen Chor in vielen Stimmen vorgestellt. Und dachte, die wären froh, wenn da noch eine andere Stimme hinzukommt. Mit anderem Hintergrund, mit anderem Wissen. Und dachte auch, dass es ein Reagieren geben würde untereinander. Aber dieses Reagieren gibt es wirklich nur unter ganz wenigen Zeitungen, die den Ton angeben. Und das ND war da ausgegrenzt. Also das gab es gar nicht. Ja. Und diese Illusion, dass es ein wirkliches Zusammenwachsen im kulturell-geistigen Sinne geben würde, die musste ich mir wirklich schnell abschminken. Und es war ganz gut, dass es so gewesen ist. Sonst hätte ich noch eine Weile traumtänzerisch gelebt. Es gab dann noch so einen Fall, das Börsenblatt des Deutschen Buchhandels zur Buchmesse, ja, 1990, glaube ich, ja, 1990 oder 91, verlieh den Alfred Kerr-Preis für Literaturkritik dem Neuen Deutschland und zugleich der Neuen Zeit, der Zeitung der CDU, der ostdeutschen CDU. Da hatte ich mich schon vorbereitet, eine Rede zur Literaturkritik zu halten, weil das ja öffentlich geschehen sollte. Und dann kam ich dahin und da stand ein betretener Chefredakteur des Börsenblatts, der sagte, also Sie haben den Preis, Sie bekommen den auch,
aber sie bekommen ihn nicht öffentlich. Es gab unter den anwesenden Mitgliedern des Börsenvereins gab es Proteste, dass gerade das ND so einen Preis bekommen sollte. Ja, und da habe ich auch gewusst, wo der Hase hinläuft. Ich meine, ich hatte mich sowieso gewundert. Das war eine Art Friedensangebot. Also wir hatten eine sehr gute Literaturkritik, aber zu DDR-Zeiten konnte man dieser Literaturkritik durchaus auch Mängel nachsagen. Aber wir hatten viel. Und dann nach der Wende hatten wir wirklich sehr gut. Aber dieses Friedensangebot ist eben dann ausgeschlagen worden. Nicht von mir.